Projektplaner, Objekte anlegen. Wir klicken in der Projektmanagement Suite auf die Kachel Projektplaner und entscheiden uns, ein neues Projekt anzulegen. Deshalb schließen wir das Fenster namens Projekt öffnen und wählen im Reiter Start das Symbol Neues Projekt. Hier geben wir zunächst nur notwendige Daten ein und geben zum Beispiel dem Projekt einen Namen. Als Startdatum ist immer das heutige Datum hinterlegt, daher muss ich nur entweder eine Dauer oder ein Enddatum angeben. Und schon sind die notwendigsten Pflichtfelder ausgefüllt. Wir können zwar noch weitere Informationen hinterlegen, beispielsweise das Projekt einem Programm bzw. einem Programmordner zuweisen, einen Projektleiter und einen Auftraggeber benennen, einen Wert, Score für den Nutzen hinterlegen und auch eine ausführliche Beschreibung anfertigen oder eine Kostenstelle eintragen. Aber das verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt. Auf das Thema Rückmeldesperre werden wir in einem eigenen Video zu sprechen kommen, ebenso wie auf das Thema Simulationen. Die Angaben zum Projekt sollen fürs Erste ausreichen und können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt und verändert werden. Daher klicke ich nun auf Erstellen. Das Projekt ist angelegt und wird entsprechend visualisiert. Jetzt möchten wir weiter an dem Projekt arbeiten und klicken daher den Tab Bearbeiten an und erhalten eine Vielzahl neuer Funktionen. Zuerst möchte ich mein Projekt in 2 Phasen gliedern. Ich sehe, dass das eben angelegte Projektobjekt aktiviert ist. Dies zeigt mir die gelbe Einfärbung. Unterhalb des Projektobjektes lege ich nun eine Phase an, indem ich auf Phase einfügen klicke. Ich nenne sie aus reiner Bequemlichkeit Phase 1, lasse das heutige Startdatum bestehen und lege eine Dauer von 10 Tagen fest. Mit Erstellen habe ich meine Daten bestätigt und sehe die Phase unterhalb des Projektbalkens. Jetzt möchte ich einen Meilenstein anlegen, der das Ende meiner Phase 1 markiert. Der Meilenstein selbst soll nicht Teil von Phase 1 sein. Daher klicke ich auf das Projektobjekt und bestimme es damit als mein Elternobjekt für den Meilenstein, den ich nun anlegen werde. Mit Meilenstein einfügen lege ich nun meinen Meilenstein an und wähle als sein Startdatum das Ende der Phase 1 aus. Ein Meilenstein ist ja ein Ereignis und markiert in der Regel einen besonderen Punkt im Projekt. Er hat also keine Dauer, sondern markiert nur einen End- bzw. Anfangsmoment. Ich gebe ihm den Namen Ende Phase 1 und klicke auf Erstellen. Als nächstes lege ich schnell noch eine Phase 2 an, die nach der Phase 1 beginnt und erst kurz vor dem Projekt selbst endet. Dabei beachte ich wieder, dass das Projektobjekt als Elternobjekt ausgewählt ist. Ich sortiere mein Projekt durch einen Klick auf die Spalte Start nach dem Anfangsdatum. Meine Phase 2 möchte ich nun nochmals in 2 Subphasen strukturieren. Dazu wähle ich Phase 2 aus und markiere es als Elternobjekt und klicke erneut auf Phase einfügen. Die neue Phase, ich nenne sie einfach Subphase A, beginnt zeitgleich mit Phase 2 und dauert 5 Tage. Und bevor ich die zweite Subphase anlege, muss ich erneut das Elternobjekt festlegen und kann diese dann Subphase B nennen. Schließlich möchte ich in den Phasen die konkreten Arbeiten hinterlegen, also Arbeitspakete anlegen. Zunächst wähle ich ein Elternobjekt aus, zu dem mein Arbeitspaket gehören soll. Dann klicke ich auf das Symbol Paket einfügen, wähle einen Namen sowie Start und Ende bzw. Dauer und schon ist das Arbeitspaket angelegt. Das wiederhole ich nun für die verschiedenen Phasen, Subphasen oder direkt unter dem Projektobjekt. Dem Arbeitspaket wenden wir uns noch ausführlicher in einem eigenen Video zu. So, nun habe ich ein Projekt mit Phasen, Subphasen, Meilenstein, Arbeitspaketen angelegt. Möchte ich eins dieser Objekte bearbeiten, markiere ich es zunächst und klicke dann auf das Symbol Auswahl bearbeiten. Grundlegende Daten Ihrer Objekte können Sie auch in der Tabelle selbst verändern. Sie wollen ein Objekt löschen, markieren Sie es und klicken Sie auf Zeile löschen.